Ich heiße Avi Tubiana, ich bin der Intendant der Jüdischen Kulturtage, die diesem Jahr zum 37. Mal hier in Berlin stattfinden. Wir haben unser Eröffnungskonzert mit Shiri Memon gehabt mit dem Sinfonieorchester Berlin, was ausverkauft gewesen ist, was ein sehr schönes Konzert gewesen ist. Wir hatten gestern Klezmer gehabt aus Frankreich. Wir hatten den Comedian aus USA, Alan Gold, gehabt, der hier eine Comedy-Show, zum ersten Mal, dass wir überhaupt hier in der Synagoge eine Comedy-Show gemacht haben. Wir haben aber prinzipiell auch Lesungen am Bebelplatz. Dieses Jahr auch sehr viele Workshops für Kinder gehabt, Graffiti-Workshops, Kalligrafie-Workshops, Kinofilme, eigentlich alles Mögliche. Wir haben insgesamt dieses Jahr 41 Events. Ich habe gesagt, wenn ich die Kulturtage übernehme, möchte ich die Kultur zeigen. Kultur ist nicht der Holocaust, Kultur ist nicht der Nahostkonflikt. Unsere Kultur ist sehr, sehr reich und hat natürlich viel mit Comedy, ja, Selbstironie zu tun. Und weil wir einfach durch die Geschichte überall gewesen sind, haben wir natürlich viel Kultur aufgenommen. Und das möchte ich einfach, diese Vielfalt, die möchte ich den Leuten einfach näher bringen. Or heißt auf Deutsch Licht, die natürlich dieses Jahr, wegen dem 7. Oktober, haben wir das Motto Licht dieses Jahr gewählt. Die Leute haben gesagt, toll, dass wir wieder sichtbar werden. Und das war auch eigentlich unsere Intention, dass jüdisches Leben wieder sichtbar wird. Und deshalb machen wir auch die Tore-Einweihung, wo wir auch alle Berliner dazu einladen, dass jüdisches Leben wieder sichtbar wird und dass die jüdische Gemeinschaft hier keine Angst in Berlin hat. Und das ist auch unser festes Anliegen in der Form, weil ich glaube, damit ist keinem gut getan, dass die Leute um ihre Existenz, um ihre Religion bangen müssen. Ich bin heute hier Teilnehmerin an einer Podiumsdiskussion zum Thema Rechtspopulismus und Demokratie. Wir sind ja gerade mit erheblichen gesellschaftlichen Polarisierungen konfrontiert, gerade auch im Themenfeld Antisemitismus. Das betrifft auch die Leute, die zu Antisemitismus oder gegen Antisemitismus arbeiten, dazu forschen. Also auch in diesem Themenfeld gibt es sehr viel interne Konflikte. Umso wichtiger ist es, immer und immer wieder Räume zu schaffen, wo man tatsächlich miteinander in die Diskussion kommt, in denen man kontrovers diskutieren kann, sich streitet, Meinungsverschiedenheiten austauscht und eben auch aushält. Und ich denke und hoffe, dass das einer dieser Räume heute hier ist. Demokratie ist nicht Harmonie, Demokratie ist nicht Konsens, sondern in der Lage sein, mit dem Gegner in Kontakt zu gehen, auszutauschen, dass die Argumente im Mittelpunkt stehen. Demokratie bedeutet vor allem ertragen zu müssen, dass andere Menschen andere Meinungen sind. Leider sind die sozialen Medien, aber unsere etablierten Medien in den letzten Jahren nicht wirklich in der Lage gewesen, uns zusammenzubringen, Austausch zu betreiben, Debattenkultur zu betreiben. Und das müssen wir wieder lernen, das müssen wir wieder praktizieren. Dann so entsteht Demokratie und so stirbt Demokratie, wenn wir das nicht tun.